Hallo, ich bin Nikita von Urban Bikes und erkläre euch nun, was ihr beachten müsst, wenn euer Bike mit einem Riemenantrieb ausgestattet ist. Der Riemen an eurem Bike sorgt dafür, dass es euch sowohl geräuscharm als auch wartungsarm als auch verschleißarm begleiten kann. Wenn ihr euer Bike von uns erhaltet, ist es bereits mit der korrekten Riemenspannung ausgeliefert. Da sich der Riemen eures Bikes aber auf den ersten 500 bis 1000 Kilometern noch lenken kann, kann es sein, dass sich in diesem Intervall die Riemenspannung verändert und gegebenenfalls korrigiert werden muss. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die Riemenspannung zu messen. Im Optimalfall verwendet ihr zur Bestimmung der Riemenspannung ein Riemenspannungsmessgerät. Dieses wird einfach auf den Riemen aufgelegt, sodass es vorne und hinten auf den Zahnrädern liegt und die Skala in der Mitte des Riemens abzulesen ist. Stehen die Zeiger im gelben Bereich, ist die Riemenspannung zu hoch, stehen die Zeiger im roten Bereich, ist die Riemenspannung zu niedrig. Im Optimalfall liegt die Riemenspannung eures Bikes im mittleren bis unteren grünen Bereich. Eine zu hohe Riemenspannung sorgt dafür, dass erhöhte Widerstände im Antriebsstrang auftreten. Eine zu geringe Riemenspannung kann zu Flattern führen und sorgt so für Geräuschentwicklung des Antriebsstrangs. Solltet ihr nicht über ein Riemenspannungsmessgerät verfügen, gibt es noch zwei weitere Methoden, um die korrekte Riemenspannung zu ermitteln. Eine Möglichkeit ist die Ermittlung der Riemenspannung anhand der App von Gates Carbon Drive, die anhand der Frequenz und der Schwingung eures Riemens ermittelt, ob die Spannung korrekt eingestellt ist. Ihr haltet einfach euer Mobiltelefon mit dem Mikrofon auf den Riemen gerichtet und lasst ihn einige Male schwingen. Nach mehreren Versuchen ermittelt die App einen Mittelwert und zeigt euch die mittlere Spannung an. Für ein Single-Speed-Urbanrad, wie wir es hier haben, empfiehlt Gates eine Schwingungsfrequenz von 45 bis 60 Hertz. Die einfachste Möglichkeit zur Bestimmung der richtigen Riemenspannung ist ein einfacher Druck auf die Mitte des Riemens. Ihr drückt mit einer Kraft von etwa 4,5 Kilogramm. Bei dieser Kraft sollte sich der Riemen um etwa 1 cm auslenken. In jedem Fall könnt ihr durch ein paar Kurbelumdrehungen überprüfen, ob der Riemen richtig sitzt. Hierbei sollte es zu keinerlei Geräuschentwicklung kommen. Solltet ihr einmal die Spannung eures Riemens verändern müssen, zeige ich euch jetzt, wie das geht. Hierzu benötigt ihr einen Torx 30 Schlüssel bzw. je nach Modell einen 5 mm Innensechskant. Zusätzlich benötigt ihr hier das mitgelieferte Excenter Tool, was ebenfalls je nach Modell variieren kann. Um die Riemenspannung anzupassen, müssen zuerst die zwei Schrauben im Excenter gelöst werden. Sind beide Schrauben gelöst, könnt ihr mit eurem jeweiligen Excenter Tool an den Löchern zwischen den Schrauben ansetzen und den gesamten Excenter verdrehen. Durch das Drehen des Excenters verändert ihr den Abstand zwischen der Kurbelachse und der Achse eures Hinterrades und damit die Länge des Riemens. Vergrößert sich der Abstand durch Verdrehen des Excenters, steigt die Riemenspannung, verringert sich der Abstand, sinkt die Riemenspannung. Stellt nun die Riemenspannung so ein, dass sie den Vorgaben entsprechen. Ist die richtige Riemenspannung erreicht, zieht einfach die beiden Schrauben des Excenters wieder fest, um ihn in seiner Position zu fixieren. Achtet beim Festziehen der Exzenterschrauben darauf, das Drehmoment von 6 bis 10 Nm einzuhalten, damit sich der Excenter nicht ungewollt verdreht. Solltet ihr euren Riemen einmal austauschen müssen, achtet darauf, dass er davor vollständig entspannt wird. Das Hinterrad sollte entfernt werden, damit der Riemen leichter über das Kettenblatt gelegt werden kann. Und die Rahmenöffnung am hinteren Ende kann mit einem 5 mm Imbus geöffnet werden, um den Riemen hier zu entnehmen. Das ist soweit alles Wichtige, was ihr zum Betrieb eines Fahrrads mit Riemenantrieb wissen müsst. Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an euren Fahrradshop oder an unser Serviceteam. Bis bald!